Dieses Projekt Relaunch Intranet hat uns zwischendurch graue Haare gemacht. Durch die Vielzahl der Unternehmen, der Vielzahl der Kommunikations- und auch IT-Mitarbeiter waren die Vorstellungen inkompatibel. 4 Jahre lang sind wir daran gescheitert, ein neues System aufzusetzen, und wir haben dann alles beiseite gelegt und haben gesagt, jetzt tun wir mal so, als könnten wir tun, was wir gerne wollten. Wir fingen mit einem weißen Blatt an, haben in einem Interviewprozess die Anforderungen der Fachbereiche zusammengefasst, haben daraus ein Pflichtenheft, ein sehr, sehr umfangreiches Pflichtenheft formuliert. Wir sagten uns, Geld spielt keine Rolle, wir tun mal so, als ob, um auch, ich sag mal, die Anbieter zu motivieren und zu kitzeln, zu zeigen, was sie denn tatsächlich können. In einem Pitch mit 10 Anbietern ließen wir uns mal zeigen, was der Markt so bringt, und das war vielfältig, und zwar was die technischen Lösungen anging, aber vor allem auch was das Selbstverständnis der Dienstleister betrifft. Ich sage nur, die Größe des Budgets hing immer von der Anzahl der Kandidaten ab, die schwarze Anzüge trugen bei den Präsentationen. Das hat uns doch sehr amüsiert. Und im Endeffekt haben wir im Pitch unsere Aufmerksamkeit etwas verlagert. Wir waren anfangs sehr auf die Technologie fixiert. Es ging uns dann letzten Endes aber um eine andere Frage, nämlich wie verstehen wir Kommunikation und Zusammenarbeit in Zukunft? Und finden wir jemanden, der kapiert, wohin wir eigentlich wollen, und möchte der mit uns gemeinsam eine neue Methodik entwickeln und uns dazu ein System zur Verfügung stellen. Und so kam die Entscheidung zustande, und übrigens zum außerordentlich attraktiven Preis. Es war Cybert Media, ich muss schon sagen, eine freche Truppe. Im Pitch an sich dachten wir erst, was fällt denen ein, in welcher Art und Weise die auf unser hervorragendes Pflichtenheft reagieren. Es war aber ein sehr kreativer Prozess. Wir haben uns gekitzelt, wir haben uns auch strapaziert in einzelnen Punkten, und wir haben festgestellt, wir motivieren uns gerade tatsächlich für unsere große Organisation ein neues Kommunikationssystem im weitesten Sinne zu entwickeln. Das heißt, die Truppe hat uns beeindruckt durch das Selbstbewusstsein. Sie hatte ein sehr modernes, klares Verständnis von Kommunikation. Sie wusste, wovon sie spricht, und sie war rigoros, was die Prozesse anging. Empfanden wir anfangs als frechen Eingriff in unsere Hoheit. Es war lehrreich, und vor allem hat uns das jede Menge Zeit erspart. Dadurch, dass wir im Endeffekt das System gemeinsam agil entwickelt haben, hat Cybert uns eine Menge Zeit erspart. Damit hätten wir nie gerechnet. Es war im Endeffekt die Vielfalt der Funktionalitäten, die uns überzeugt hat, und da gab es einen unglaublichen Zufall in unserer Organisation. Wir hatten ja einen Pitch mit 10 namhaften internationalen Anbietern, und wir hatten alle Systeme im Vergleich, haben uns dann im Endeffekt für Linchpin entschieden. Und was uns überrascht hat, nachdem das Ergebnis auf dem Tisch lag, meldete sich unsere Online-Tochter, die der Touristik Online. Das ist wirklich unsere agilste Truppe überhaupt, die jungen Wilden. Und die sagten, was ihr habt, das haben wir auch. Und zwar hatte sich die Gruppe eigenständig ein Tool gesucht, um in diesem unglaublich flotten Prozess der Entwicklung des Online-Vertriebs sehr schnell miteinander kommunizieren zu können. Und die Kollegen waren bei unserem Pitch nicht involviert, also unmittelbar bei der Ausschreibung, aber die sagten, besser als ihr das ausgesucht hättet, hätten wir es nicht tun können, denn damit werden genau die Anforderungen bedient, die wir als große Organisation haben.